1,1 Millionen Pfund geschafft. War sehr glücklich. Du wie lost? Ja, total lost. I lost. Impossible. I won't accept it. I am the of the Mobius. The man who is black blazed dark. I won't be beaten by some idiot upstarts. Black Blaze Dark? You've heard of him? I read about him in a textbook. An Agnian soldier from long ago who'd gone mad. Rather than take lives with his blade, he'd behead his enemies with talon-like swords, bring them back, and add them to his collection. So that's who we're dealing with. Is this your doing? Jay, what are you trying to pull? I can't crush these fools if you hold your strength back. Give it to me, you no-good deadweight loser! Deadweight loser? Who else, kiddo? So give it up! Go on, give! Look, you'd made it, Yoren. You spread your true wings. So let me tell you, Yoren, you're more than this. I can be more. Mächtige Badabum. Ausrufezeichen Gil. What's going on? That's what I'm talking about. With this much power, these chumps are... That's enough now. I've got more than enough juice to... Hey! Are you listening? Jay! The Black Fog! I knew it! Yoren's doing that? Stop it! Yoren! If you don't stop, you're gonna die! I can't move. Cut it out! Jay! Have somebody in to live now! Move your ass! Do what I say! I will not. I've decided. It's my choice. I will be different. Yoren! This is who I am. Isn't it? Noah. Uni. Lands. Jay, stop! If I die here, I won't... Krasses Ende. Aber irgendwie abzusehen. Huch, Entschuldigung. Snuffing idiot. Always putting others ahead of yourself, you moron. You should have just looked out for number one. But you were so scary, I didn't really feel like I had that option. I suppose. I'm sorry, Yoren. Maybe if we meet again. Yeah. And next time, we will win.
GZ an die Gewinner. That was Yarn. Yeah, sure was. I swear, he hadn't changed one bit. But this isn't okay. People shouldn't have to make such heartbreaking choices. Yeah, that's exactly why we gotta move forward. Yeah, well... What do we do? The Queen's... she's gone now. What do we do? What can we even do? This was supposed to be how we take back our world. I'm so sorry. I knew I was half Mobius. I should have been more careful, but instead... Wow. That bastard! Stuck me good, he did. 2 sentries to the side and things that have been a sight worse. Nee, nächste Woche. Nächste Woche möchte ich mich wieder ein bisschen mehr auf Sidequests konzentrieren. Oh, you must be... Impossible. I saw it. I saw her being stabbed directly through the heart. And all that blood everywhere. But now she's alive! Alive and kicking! Yeah. You are... Oh, that's good. So it worked after all. Your Majesty. My name is Nia. And I am the Queen of Agnes, one wing of Aionios. Ja, die kann nicht tot sein, das habe ich mir auch gedacht. Willst du wissen, wieso? Wenn es kein Spoiler ist, gerne. Warte mal, Nia. Das Ding ist, ich habe es gestern schon gesagt, Noah sein Schwert. Ich wollte es aber nicht sagen, weil es wäre ein Spoiler. Aus Gründen, die ich halt nicht sagen wollte. Aber Noah hat ja jetzt ein anderes Schwert. Another version of us. Und gerade jetzt mit What Nia... are we really? Why do we exist in the first place? The answers Ich are weiß... within me. Warte mal, wann... Together with her Doch, hopes Nia and war aus dreams. 2, oder? Schreib's dir auf Discord I gerne. will give them a voice. I will make him hear our truth. Ob du es erwähnen willst. Habe ich Discord hier auf dem Bildschirm offen, warte? Nee, habe ich nicht. Aber ich kann auf dem Handy gucken. Ja, schreib mir mal per Discord. War es im Zweier? Nicht wirklich weit. Nicht wirklich weit. Ich glaube bis zur Brücke, wo du den Nopon triffst. Aber doch, ich weiß, wer Nia ist. Never mind. "300 days remain to the intersection. It seems we might make it. Yes. It took every bit of our combined intellects, but we built it. To prepare for the time our 2 worlds collide. Ja, schieß All los. that we are is Hast mich contained neugierig gemacht. within. Memories and our souls. We will all be gone, and then reborn. Will it be a new beginning, or our demise? No one can tell us that.
Time will run its due course and show us the true meaning of our deed. Das wusste ich wahrhaftig schon, Feier. Das wurde, glaube ich, sogar erwähnt. Ah, nee, warte mal. Nee, es war ja... Nee, okay. In the distant past, Ich hab's gerade verwechselt. once a single world was cleft in twain. Plus Also minus, on the surface, they were identical. These two worlds of opposing nature knew nothing of each other as they wended their way towards their own respective futures. However, the worlds yearned for each other. Against the solitude of existence, they strove to reunite. Though it would spell certain destruction, should the two worlds intersect, they would cancel each other out and cease to be, leaving only light. Light, a shining beacon in the darkness, the last common language left to us. Though we inhabited separate worlds, the medium of light allowed us to communicate for the very first time. And so we sought for a way to prevent total oblivion. We pooled our knowledge and through time gave birth to a single point of hope. Origin. An arc containing all the world's data, recorded in words of light, carrying hope into the future. Origin was a system we constructed to reboot the world's states. And then, time was upon us. The reboot process failed to initiate. Instead, in that instant, the worlds became still by the will of Mobius. So it's their fault. And at the heart of it was their ringleader, Zed. You could say Zed embodies this frozen world. But what does that achieve? Freezing everything. Not a thing. He didn't need to do anything after that. Only to keep everything in its place in stasis and create an eternity to abide within. As was their wish. He made our lives their sustenance. Precisely so. In order to gain control of Origin, Zed captured the Kevesi Queen. To what end? To access the memories in Origin. To bend them to his will. He needed a key held only by its creators. A key. A heart might be more fitting. Zed used the key held by the Queen of Keves and seized Origin in its entirety. Controlling Origin means controlling the world. And having shackled it, he can bend it to his will. Life and death are his playthings. Life and death. No one, not even M, knew the origins of this world. So I guess you have another key. Yes, it's in my possession. With its help, I was able to create the Ouroboros stones. Though most of the power is with Zed, I have been able to resist him to a small extent. It's a cogwheel? One of the gears from Origin. Through a process of catalysis between the Origin substrate and the core in my chest, I can generate the stones. And thanks to that, we became Ouroboros.
Yes, but not completely. Huh? Remember, have you not succumbed to Mobius's power before? As I've said before, Zed commands the world's very fabric. Unfortunately, my own powers are sorely limited. And yet, you too can break Zed's fetters, as you've shown, smashing through the rules he established. With your Ouroboros powers and the Sword of the End, both. The Sword of the End? The sword you hold. It is a Das hört man nicht. byproduct of resonance between the Kevesi Queen's heart and origin. Does that mean it's like an Ouroboros stone? The Ouroboros stones and the sword, they're mere gimmicks. The crux of them lies with you. You see, there are keys inside of you too. Inside of us. Keys? Finally, my efforts were rewarded. I'm glad to meet with all of you who embody hope. Majesty, what is it that we must do? Right. Infiltrate Origin, then free it and the Kevesi Queen from Zed. From the hands of Mobius once and for all. If we do free it, will we get to change the world? It's so cruel and senseless. Can we undo that? Your Majesty, If you desire to have a future before you, I need to know. Zed and Mobius. Must they be our enemy? Noah. Now that is something for you to decide. After confronting them and discerning for yourselves what they truly are. All right. Come this way. Good to 500 ging. Alter, ich sag mal ganz ehrlich, wie es ist. Fuck, hab ich jetzt Bock auf die anderen beiden Teile. Jetzt habe ich wirklich Bock auf die anderen Teile. Oh Gott. Allein schon auf 2. Boah, mein Kopf gerade so. What the fuck? Ich schalte die Klappe. Wie gesagt, ich spoilere nicht. Wenn mich noch mal einer fragt, sollte ich 3 oder 2 oder 1 spielen, fangt einfach erst mit 1 an. Durch habe. Ich freue mich sehr auf 1. 1 kenne ich gar nicht, 2 kenne ich ein bisschen. Aber nach dem Part von hier freue ich mich sehr drauf. Wie ist das eigentlich mit X? Hat X irgendwas damit zu tun? Mit 1, 2, 3? Boah, ey, ich bin so hyped gerade. Ach du Scheiße. Holy shit. Behold. There at the nadir of the vortex sleeps Origin. In the sea? Deep beneath the sea where none may tread, Zed spins his world-spanning web. so you're saying the Queen of Keves, she's there as well? Well, snuff me. I want to save the Queen as much as the next guy. But how are we supposed to even get there? You can't even get near without being ripped apart. Yeah, but if anyone were to know the trick, it's Queen Nia. Seeing as, you know, she's the mastermind behind the whole Origin shebang, yeah? Right. Actually, I kinda don't. Oh, but you're the Queen! How do you not know that?
This is shocking. Absolute nonsense. I simply cannot believe this. I don't know how to respond. Come on, you lot. Rein it in now. Huh? Hang on. Mio, don't you get to use those Mobius powers? Well... Then it should be a snap, right? Pew! We're there! Those clowns were doing it all the time! Actually, Go on. I can't use them right now. The Mobius powers. What? I noticed it right after we liberated the castle. I couldn't work out why myself. It was so sudden. No! Is this why you blew us off saying to ask the Queen ourselves? Sorry, Uni. Oh, love. I suspect it must be Zed. Huh? The power of Mobius. It's part of the flow and fabric of the world. What is permitted and what is prohibited is subject to Zed's whims. Even with Origin, not every Mobius knows of his existence. But I was able to use the Ouroboros powers. The power you currently wield is, let's say, external to the flow. Even Zed himself cannot grasp what's beyond his reach. Therein is my hope based. We're still stuck, though. We know where to go, but we're kind of dead in the water here. How to tackle the vortex, then? Mr. Samon. Mr. Samon was, that Nopon from the city. Yeah. Recall what he said about a ship that could brave the Great Sea. Ultimate vessel. That right. Even vortexing raging Great Sea not slow advanced. It'd go down in history as queen of boats. Still work in progress, but sure to bring to fruition someday. It's someone's dream. Yeah, he did say that. Something about it being able to take on stormy weather. Wait, wasn't that a work in progress, though? I think he might have been drawing up blueprints. Whatever Mr. Samon said, he was pretty ardent about it. Which must mean... There might be a way to get there, after all. All right, let's go. Yeah. Finally, our lucky break. Looks like this place was worth the trip. Better hurry. I hardly imagine Mobius will stand idly by. Agreed. Die lassen die einfach da stehen. Boah, nee, jetzt. Huh? Thanks a lot. Things are looking up. Ich hab so Bock jetzt auf die anderen Teile. Sure. Ich hab so Bock auf die anderen Teile. Boah. Holy Right, shit. okay. I think I understand. If you're looking for Samon, he'll be in maintenance, same as usual. I'll send someone to get you. Just head on over. Many thanks. We'll be outside the Cloud Keep. Meine Frage bei Xenoblade 1. Ich habe ja die Definitive Edition gekauft. Da ist DLC dabei, oder? Yeah. Travis arranged to have us picked up at the entrance. Ja, okay. Das heißt, ich bräuchte dann nur für Xenoblade 2. Wie ist das eigentlich hier in dem Erweiterungspass? Was ist eigentlich hier dann? Neue Heldin und fesselnde Kämpfe, Abenteuer, Versorgungspaket, okay. Da wird ja wahrscheinlich dann auch irgendwann mal was kommen. DLC ist nur in der Definitive. Ah, okay. Ja, perfekt. Ich hoffe, das kommt. Also es sollte nächste Woche, denke ich, ankommen. Warte mal, es kam vorhin ein Paket. Ja, das ist. Ich habe auch was für den Roller bestellt. Muss mal gucken, nicht, dass es das ist. Paket 4. Das DLC. Ah, okay. Das werden wir auf jeden Fall dann auch noch nachholen. Boah. Ey, diese Xenoblade-Reihe gefällt mir immer mehr und mehr, ohne Scheiß. Klar, das Gameplay ist nicht so geil jetzt wie in einem Tales of oder in einem Final Fantasy, aber storytechnisch ein geniales Game. Boah, ich glaube Xenoblade könnte echt einer meiner neuen Lieblingsgames werden.
Neben Final Fantasy und Tales of. Ich freue mich, wenn ich durch bin, weil ich werde noch so reinsuchten. Ich will alles noch haben. It shouldn't have fallen far. Let's try looking. Coole Spielerei, muss man einfach sagen. Genial. Ich bin so hyped. Nur Speedrun-technisch. Ich habe schon mal ein bisschen Speedrun-technisch probiert. Es ist nicht ganz so interessant. Also nicht ganz so dolle. Ja, aber Xenoblade kann für mich einfach Thema Sidequests und so und sowas kann es halt punkten. Sidequests, Stories. Gameplay jetzt nicht im Sinne vom Fight, sondern eher mit Klassen, Ouroboros, Fähigkeitenbaum, Juwelen schmieden. Also kampfmäßig nicht so wirklich. Obwohl der Kampf auch geil ist. Aber ja, wie du schon sagst, so mehr MMO-mäßig. Aber coole Spielerei, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Macht richtig Bock auf mehr. Ich freue mich richtig auf die anderen Teile schon. Wie gesagt, wir werden nächste Woche uns ein bisschen wieder über die Sidequests zu kümmern, Klassen freischalten und ein bisschen erkunden. Wir werden jetzt noch bis um 8 spielen, dann möchte ich noch ein bisschen Final Fantasy machen. Weil wir ja gestern keinen Final Fantasy geschafft haben. Noch ein bisschen Chili-Meli. Ah, friends mean old Butte. She tucked away, all cozy in dock number 3. What? Really? Curious? We are. All righty. Then please follow Sam on to port. 75 Inhalte? Oh, das ist doch gut. Das ist doch gut. Baller ich mit gleich einen XP-Boost rein? Jo, oder? Jo. Are you guys hungry? Also ich muss mal gucken. Wie gesagt, ich sage euch am Samstag Bescheid. Also ihr seht es ja dann am Sendeplan. Ob ich dann nächste Woche Sonntag Final Fantasy 2 Speedrun mache, weiß ich noch nicht. Sag ich ganz ehrlich. Ich denke mal Freitag 15 Uhr könnten wir dann starten mit Final Fantasy 14. Aufbrechen. Auch an der Stelle einfach nochmal vielen Dank. Nice, GZ. Frames und genau sein. 2K voll. Ich habe einen riesen Respekt davor, Leute, die Mentor machen. Ohne Scheiß. Wollen wir wetten, dass nächste Woche dann Nov weiter im Stream kommt? Hä? Du spielst wieder Final Fantasy 14? Die meisten Mentoren sind nur wegen dem Reitiermauen. Mentor. Ich habe einen ersten Stream bekommen. Oh, nice. Nice, nice, nice. Something so valuable here. Viel Spaß. Oh, warte mal. Wo laufe ich denn? Ach so, dahin. Vor ein paar Wochen. Ach so. Ah, das glaube ich dir vor allem extrem.
finde das auch cool mit dem Boot gemacht. Xenoblade ist toll. Aber gut, wenn mich noch mal jemand fragt, sollte ich, bevor ich 3 spiele, 1 und 2 spielen? Ja, solltest du. Fang nicht mit 3 an. Okay, ich sag mal, letztendlich ist es egal. Nur, Achtung, es könnte jetzt ein kleiner Spoiler entstehen. Macht mal kurz 2 Minuten den Ton weg. Das Ding ist, wenn du 3 spielst und du Nia kennenlernst und halt dann 2 spielst und merkst du, Moment, Nia ist aber auch in 2. Deswegen würde ich vielleicht auch eher empfehlen, erst 1, 2 und dann 3 zu spielen. Weil sonst könnte es in 2 ein krasser Spoiler sein. Ich weiß nicht, was in 1 passiert. 2 kenne ich ja nur so ein bisschen. Aber wisst ihr, wie ich meine? Oh nein, ich hab's ja gehört, jetzt wurde ich gespoilert. Also es ist nicht so ein krasser Spoiler, finde ich jetzt. Aber es ist halt trotzdem irgendwo ein Spoiler. Weil wenn du jetzt 2 spielst, dann ist es halt so, So where's the place Mr. Salmon told us about? Ramu. Eine Frage, Samon. Was hat es denn mit diesem Doc 3 auf sich? Und spielen bisher 1, 2, 3. Okay. Neues Schiff ist großes Traumprojekt von Samon. Muss gut vor bösen Äuglein versteckt bleiben. Denk nicht will. Da geht's lang. Hier geht's durch zu Doc 3. Upsi. Bitte unauffällig mitkommen. So this is it. The ship that can conquer the Great Sea's vortex. Sweet! And you got it all ready, too? It's like a different beast from what we've been using. I'd venture to call it a masterwork. There's a real sense of power behind this craft. Please not to get garments in twist. This is just hull. Just the hull? Key elements of engine not quite ready yet. Oh nein. Without engine is like torpedo wrap without filling of tasty sausage. That crime against cuisine! Torpedo wrap without tasty sausage like ship without engine! Mr. Salmon, what is it the engine needs? To be precise, just need core component. Is this part here, and still need 6 more to make. Unfortunately, only have this one here. I've seen that metal before. It's the same as Noah's sword, right? Yeah. Looks like it. Also, it's same as metal that go inside fancy eye patches of lost numbers. Friends know eye patches block Mobius tracking, surely? Yeah, we heard that from Monica. That because eye patch emits special wavelengths. This here shows sources of such waves. Points of light on map indicate where metal can be located. But Salmon could not visit. Every place is fearsome scary. Can't you just use the metal from the eye patches? Those important equipment for lost numbers, so no can do. And even if could, metal is stretched into thin foil, making total amount not sufficient. That's a shame. Mio, look over here. Yeah, the Cloud Keep. It's that thing that the Queen had. Mr. Salmon, so if we got you 6 more, you could complete the ship? Naturally. With that can make ship with power and defense that weather any storm or hole in sea. How long would it take to build? Would give it 3 days, tops. Wow, that's real snappy. Good, as time is of the essence. All right, let's crack on. Yeah. Mr. Salmon, don't you worry. We'll get you your parts. Meh.
Halt, stopp, warten! Bitte vorher mal Samon erklären, was jetzt passiert. Achso, ja, es ist so. Okay, klar, macht Sinn. Dafür brauchen Freunde also super bestes Schiff aller Zeiten. Wenn Sachlage so herumliegt, dann nu. Dann wird Samon nochmal schnell Daten zum Finden von Teilen aktualisieren. Aktualisieren? Blinklichter zeigen bisher bloß ganz groben Bereich an. Brauchen noch mehr genau sind derzeit auf 2000 Metri genau. Oh Gott. Aber wenn Samon bei Berechnung etwas mehr Mühe gibt, wäre auch Genauigkeit von 50 Metri möglich. Okay, das ist doch schon besser. Das heißt, wir finden diese Dinger dann ganz problemlos. No. Das kann nur von Vorteil sein, wenn wir die Materialien schneller finden als gedacht. Ja. Sind sie wirklich ein außerordentlich schlauer und netter Nopon Samon? Wegen Örtlichkeit von einem Stückibums hatten Freunde bereits Vermutungen. Ja, bei dem in Aedia kennen wir die Besitzerin persönlich. Wir wollten als erstes zu ihr und sie darum bitten. Dann hat Samon ja Zeit, komplizierte Berechnungen anzustellen, während Freunde dorthin unterwegs sind. Samon schickt dann später verbräsirierte Daten. Freunde dürfen gespannt sein. Vielen Dank, Samon. Dann brechen wir mal auf. Ja, zuerst einmal geht es zur Wolkenfeste. Ich muss nächste Woche wild noch 2 neue Emotes machen. Einmal Nopon-Emote und dann einmal das NPC-Kick-Emote. Für Final Fantasy Speedruns. Können wir uns auch direkt zur Wolkenfeste porten? Oder muss ich jetzt wieder... YouTube-Short? Ich warte noch ein Crap Guide zum Sammeln. Aber ich weiß nicht, aber ich müsste mir dann, glaube ich, auch noch vorher Guides angucken für nächste Woche. Na, was seht ihr? Ja, Übersicht. Ah, okay. Wir porten uns einfach hin. Bis 20 Uhr. Dann machen wir ein bisschen Final Fantasy weiter. Aber wenn ich das vorhin richtig gehört habe, hast du noch nicht mal Endwalker Story gespielt? Ne, Endwalker will ich im Winter spielen. Im Winter werden wir ein bisschen Endwalker spielen. Mach ich. The gears of origin. What fate that they would be the ones to guide you. Ouroboros and the Sword of the End have. They brought us this far, so I wouldn't be surprised. I understand. Well, in that case, I will gladly concede it. Das war mein Gamechanger damals, Fire. Wo ich das rausgefunden habe mit Pet Size. You knew we'd be coming back though, right? It was all a part of your grand design, yeah? The future must be sculpted with one's own hands. Something like that? Noch wichtiger. Right, certainly. The future isn't something you can just be given. You do have to reach for it with your own hands, yes. Well, that's the first. 5 left to go. A promising start. Yeah, could be worse. Keep going like this, and job done. Thank you, Majesty. I promise you,
We won't waste this gift. Wait a moment. How will you access Origin, even with the ship? I mean... We're gonna plunge into the Great Sea's vortex. And after that? Origin is protected on every side by thick armor plating. You think you'll find a berth? I guess, maybe? For starters, we don't even know Origin's general schematic. We're going in blind. Take this. Oh. What's this? Is this Origin? A certain Nopon engineer was involved. On the Agnian side of Origin's construction. That's an early blueprint left behind from those days. The Great Sea's vortex is likely born from the force field emitted by this middle part, amplified by the structure built up around the circumference. That would be my best guess, anyway. As for the original purpose of the structure, it was a device to deploy a field to protect the facility while it generated an omni-static space. Consequently, this middle section here, it lacks the armored shell, making it Origin's only weak point. So then, basically, this is our entrance. Enter the vortex, and then using its flow, break through to the inside. Once you are within, destroy the force field generator at the center. That's the trick. Yes, I see. However, the internal structure of Origin may well have been heavily modified by Zed. Even after you make it in, you must be on your guard. Understood. We'll be fully prepared. Huh. You gotta hand it to the Queen, though. How could anyone know all that? Shocking, I know. Absolutely. I simply cannot believe this. Come on, you lot. Make your minds up already, will you? By the way, after you met up with Em, you were sleeping here all this time, right? Yes. So then, how did you know we'd become Ouroboros? You seem to know what had happened at the castle as well. Even as I sleep, I learn. Information on everything in this world collects right here. Thank you so much for all this. I promise you, we will seize the future. Hallo Yasu. Wie sie sich freut, geil. Oh Gott. Sind wir noch in Kapitel 6 oder schon 7? Das erste Stück von diesem Metall aus dem Ursprung haben wir. Ah, Samon meldet sich auch gerade. Nu, haben Freunde etwas Stückchen entdeckt? Ja, gerade eben. Sie überwachen uns aber nicht heimlich, oder? Quatsch mit Soße. Samon hat nur gesehen, wie Blinklicht plötzlich bewegt hat und hat dann 1 und 1 zusammengezählt. Ach so. Wir haben uns erst ein kleines Stückchen weit entfernt. Beeindruckend, wie präzise seine Ordnung jetzt geworden ist. Samon, Sie rufen uns aber sicher nicht zum Spaß an, oder? Natürlich nicht. Analyse von Örtlichkeiten ist abgeschlossen. Nun ja, zumindest von 2 davon. Norden von Aedia und Osten von Cartensia. Für diese 2 Regionen hat Samon Daten ausgebügelt und auf genaueste Präzision aktualisiert. Super, vielen Dank. Nun, dann weitermachen. Die nächsten finden wir also in Aedia und Cartensia. Der Fundort in Aedia ist auf der Zichenfeld. Und der in Cartensia ist auf der Akapor-Halbinsel in Erdia Meer.
Gut, dann schnappen wir uns die Teile. Ich habe die Beine eingeholt. Ja, aber wie gesagt, nächste Woche werden wir ja... Ich will mal gucken, welches Kapitel wir sind. Nächste Woche werden wir ja sowieso erstmal Sidequests machen. Also alles entspannt. Oh, wir sind Kapitel 7. Beim 47 Stunden... Ja, okay, ich mache öfters das Game nicht aus. Dafür ungefähr 5 Millionen mehr Sidequests. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, so wie geht's ja, alles klar. Da oben. Oder? Nee. Ist sie nicht auf der Map angezeigt? Hat auch hier Grieß angezeigt. So, machen wir erstmal eine Aedia. Gucken wir erstmal, was da ist. Boah, ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Holen wir uns das nächste Stückchen Metall. Für das ultimative Schiff. Okay, aber ich krieg's auch so angezeigt, das ist gut. Nee, wie gesagt, wenn ich nächste Woche Sidequests... Guck mal, wir sind jetzt 58. Und wir haben noch so viele Heldenklassen freizuschalten. Holy Macaroni. Hier. Da fehlt eine. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin gespannt, was das für eine Klasse ist. Ich bin echt gespannt. Für mich sieht das aus wie ein Berserker oder so. Achso, die Klasse, wo du meintest, das ist die hier, gell? Die gute Heilerklasse, wo du meintest. Mio schon Rang 12. Ja, die ist auch cool, die gefällt mir. So, ich würde sagen, das eine Metall, da holen wir noch, ja. Dann machen wir noch ein bisschen auf Entspannterino Final Fantasy 2 Practice. So, ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und man merkt es auch deutlich. Oh, scheiße, Stufe... Oh Gott, die sind ein bisschen stark. Oh, oh. Das könnte zu einem Problem werden. Wo ist Lance? Ah, wir können auch Juni machen. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Ich hab so Bock auf die nächsten Teile. Boah. Richtig hyped. Oh Gott, warum triggern die so viel? Ich bin gespannt. Weiß man schon, wann das 4. DLC dann kommen soll? Das werden wir auf jeden Fall dann zocken. Oh Gott, der ist aber schnell tot. Oh. Okay. Das ging schnell. Oho, Ursprungsmetall ist nicht mehr weit weg. Ist aufregend wie Schatzsuche. Eine Schatzsuche, von der das Schicksal der Welt abhängt. Und wohin deutet das Signal jetzt genau? Kommt von da drüben. Müsste auf andere Seite von Berg hier sein.
Manana, wollen wir um die Wette laufen und gucken, wer als erstes dort ist? Yippie, ja! Die ist so süß. Ich glaube, ich würde Manana sogar als Emote irgendwie nehmen. Manana als Emote. Ich weiß nicht. Ich muss noch überlegen, was Manana als Emote sein soll und auch dieses NPC-Kit. Okay, da kann ich einfach einen NPC nehmen, der so einen Fuß an den Kopf kriegt. Wisst ihr, wie ich meine? Aber was könnte man mit Manana machen als Emote? Das Kick-Emote muss definitiv. Definitiv. Weil Final Fantasy mit Kick-Emote, das muss einfach sein. Nicht einfach durchrennen? Oder da versteckt sich irgendwas? Ne, ich renne da mal lieber nicht durch. Da habe ich gerade gesehen, dass sich da irgendwas versteckt. Könnte ein bisschen in die Hose gehen. Verstecken tun die, ja. Deswegen, ne. Wir machen erstmal die kleinen Ads down, würde ich sagen. I'd say we were moving in sync, right, Teilen? Here we go, guys. Okay, Komm. let's go, Noah. Where I'm from, I'm the one you want. Stapel gehabt. Sehr dumm. Warum? Ach so. Jetzt habe ich es doch schon. Was ist CD? Das ist so ein uraltes Medium, das hat man früher benutzt, bevor es das Internet gab. Das sind CDs. Aua. Natürlich cooler uns. Hallo. So jung bin ich auch nicht. Und so alt bin ich auch nicht, dass ich nicht weiß, was CDs sind. Noch DVDs mitbekommen. Redet Dori gerade von Floppy Disk? Oh Gott, Floppy Disk. Wie viel MB hatten die? 6? Was hatten nochmal Disketten? Wie viel MB hatten die? Okay, da bin ich raus. Gut, andere Frage. Kennst du Screen Fun? Screen Fun? Nee. Oder Screen Fun? Nee. Screen Fun sagt mir gerade nichts. I'd say we were moving in sync, right, Teilen? Vor meiner Zeit. Das hier ist es wohl. Eine Computerzeitschrift, wo du immer eine Spiel-DVD dabei hattest. Hieß sie Screen Fun, bist du sicher? Weil du hattest, bei GameStar gab's das. Und Computerbild Spiele. Bravo Screen Fun. Okay. Zusammen mit denen von der Königin hätten wir somit 2 Stücke. Das ist doch ein vielversprechender Anfang. Ich hoffe, die anderen Stücke finden wir auch so reibungslos. Dann ist unser nächstes Ziel wohl in Cartensia. 1,4 MB Speicherkapazität. Ah, okay. Und es gab aber noch irgendwas. Ja doch. Ich glaube doch, Screen Fun sagt mir irgendwas. Ich habe mit einem Amiga... ich bin mit Amiga aufgewachsen. Oh, auch uralte Zeit Amiga. Hui. Ich weiß noch, ich hatte damals... ich glaube, das war sogar die GameStar.
Komm, Cartensia machen wir jetzt auch noch schnell. Ich hab grad Lust weiterzumachen. Was wollte ich jetzt sagen, Chat? GTA 3, glaube ich, war das bei der GameStar als CD und mein PC hat es nicht geschafft. Oh, ich war so traurig. Ich war so traurig. Boah, Junge, ich war so traurig. Und einmal Tomb Raider 2, weiß ich noch genau, es war Tomb Raider 2 für den PC. Und meine Mutter wollte mir das nicht kaufen, weil mein Zimmer unordentlich war. Und ich schwöre euch, ich war klein, ich war jung, da gestanden im... War das schon Rewe oder noch HL-Markt früher? Und ich habe geheult, als würde ich gerade abgestochen werden. Dass ich für... Oh, war das noch Mark? Doch, ich glaube, es war noch Mark. Für 10 Mark oder für 10 Euro, ich weiß es nicht mehr. Das scheiß Spiel, diese scheiß Zeitschrift bekommen habe. Nur wegen Tomb Raider. Ja, ich habe als Kind Tomb Raider geliebt. Tomb Raider war toll. Sirene... Oh Gott, ich hab dieses Meme im Kopf. Nein, bitte nicht. So eine Art. So eine Art. Und ich hab dieses scheiß Meme im Kopf. Bitte nicht. Nein, ich hab dieses scheiß Meme im Kopf jetzt. Nein. Oh nein, ich hab dieses Meme im Kopf. Kennt ihr das Meme? Gebt mal ein. Baby, keine Ahnung. Was heißt nochmal Sirene auf Englisch? Baby Alarm Meme? Keine Ahnung. Schaut mal auf YouTube. Ich mach das nicht im Stream an. Es reicht schon, dass ich im Kopf einen Ohrwurm habe. Da muss ich es nicht noch hören. Irene ist Englisch. Alt F4, Alt F4, Alt F4. Echt jetzt? Alter 4, Alter 4. Scotty, beam mich raus. Meine erste Konsole war damals Nintendo. Mein erstes RPG war Secret of Mana. Die Story habe ich, glaube ich, schon 10.000 Mal im Stream erzählt. Wo ich damals krank war und in der Videothek mir Secret of Mana ausgeliehen habe. Das waren die besten 3 Tage meines Lebens. Boah, was war ich verliebt in dieses Game. Videotheken, ja. Und wisst ihr, was der geilste Krankenhausaufenthalt für mich war? Ich weiß noch damals Mandel-OP. Ich weiß allerdings nicht, ob es Vice City oder San Andreas war. Ich glaube, es war GTA San Andreas. Ich musste ins Krankenhaus beim Release, ich glaube von San Andreas. Wann kam San Andreas? Kam das 2004? Ich glaube, ich war mit 14 im Krankenhaus wegen Mandeln. Ich weiß noch, ich musste zum Release ins Krankenhaus. Ich war so traurig. Ich war so am Boden zerstört, weil der Release war. Ich weiß noch, ich bin wach geworden. Und was war da? Fernseher, PlayStation 2 und GTA San Andreas. Oh, ich war so glücklich. Ey, ohne Scheiß, ich war so happy. Du bist krank, liegst im Krankenhaus, du kannst nicht richtig reden, du kannst den ganzen Tag, du kannst ungelogen den ganzen Tag Eis fressen und ich konnte San Andreas zocken. Oh, ich war so glücklich. Das war mein bester Krankenhausaufenthalt, den ich jemals in meinem Leben hatte. Guck mal, du bist den ganzen Tag, liegst im Bett, kannst GTA zocken und kannst den ganzen Tag Eis fressen. Ich war immer genervt als kleines Kind, wenn mich jemand besucht hat, weil dann konnte ich nicht zocken und Eis, also Eis konnte ich trotzdem futtern, aber ich konnte nicht zocken. Ich war damals schon so ein Suchti. Ich weiß noch, Final Fantasy 8. Final Fantasy 8 war das einzigste Final Fantasy bis heute, was ich wirklich von Anfang bis Ende dauerhaft nur gezockt habe. Final Fantasy 7, dann habe ich irgendwas anderes mal gespielt, Tomb Raider oder so. Dann habe ich mal das gemacht. Dann habe ich das gemacht. Aber bei Final Fantasy 8 weiß ich noch ganz genau,
Das habe ich gespielt, bis es durch war. Und immer noch. Oh nein, ich bin gleich schon wieder tot. Oh Mann. Nur mich, nur einen Tank. Reinkrinden. Oder machen wir das nächste Woche? Ne, komm, wir machen das nächste Woche, Chat. Lass das mal nächste Woche weitermachen. Ich habe Angst, dass ich sonst zu weit komme. Dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall.